So Freunde, bevor das Video losgeht, losen wir natürlich nochmal ganz kurz den Gewinner aus vom Gewinnspiel von vor 2 Tagen und ja, haben wieder zahlreiche Leute mitgemacht auf jeden Fall. Wir aktualisieren nochmal ganz kurz, dass wir auch den letzten nochmal die Chance geben. Jo, guck nochmal, letzter Kommentar. Ich bin bestimmt wieder zu spät. Nee, diesmal nicht. Ja, 8 Minuten, vor 8 Minuten gerade geschrieben hier. Du bist noch mit in der Auslosung. Wie immer kopieren wir uns natürlich die URL, packen sie hier in den Comment-Picker rein, ja, und lesen das Ganze mal ein. So wie immer werden auch Duplikate rausgefiltert. Das heißt, falls ihr mehrfach geschrieben haben solltet, zählt nur ein Account und nicht die Anzahl der Kommentare, die ihr geschrieben habt. Und dann lesen wir das Ganze mal durch. Wie immer kann natürlich nur einer gewinnen. Es wird aber definitiv mal wieder nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Und deswegen ja, wünsche ich auch jeden weiteren beim nächsten Mal natürlich sehr viel Glück. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben, lohnt sich. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Wir picken den Gewinner in 3, 2, 1. Let's go. Und gewonnen hat 216. Herzlichen Glückwunsch. Wäre ganz cool zu gewinnen, denke ich. Ach, das denkst du, ja? Na gut, ja, wenn du das so denkst, dann würde ich mal sagen, sind jetzt 100 Euro dein. GZ auf jeden Fall an der Stelle. Bitte melde dich bei mir auf entweder Instagram oder Discord. Schreib mich an einen von den beiden Plattformen an. Beide Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Dann machen wir nochmal einen kleinen Test, ob du das dann halt auch wirklich bist. Und ja, Glückwunsch an der Stelle. Und wie gesagt, an jeden anderen, ja, seid nicht traurig. Ist nicht das letzte Mal gewesen und werden wir definitiv natürlich auch bei der nächsten Aktion wieder machen. Und ja, das würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich hatte ja euch versprochen gehabt, dass wenn wir auf EU11 wieder Epic Event haben, dass wir da auf jeden Fall auch mal wieder reingehen werden und das werden wir machen. Ich habe auch zur Orientierung für euch und auch für mich selbst auch mal hier oben die Pilze wieder mal sichtbar gemacht. Ja, das kann man ja auch mal hin und wieder mal hier bringen, ne? Ich wollte immer noch mal fragen bei Playa, ob wir die jetzt seitdem, ja, die Pilzeinkommen der Creator öffentlich gelegt worden ist, ob man die nicht wieder dauerhaft sichtbar machen kann. Wäre ja, denke ich mal, auch für euch besser. Ich weiß es nicht. Ich denke mal aber schon. Und ja, für mich ist es auf jeden Fall besser zur Orientierung, wie viele Pilze ich noch habe und wie viel wir noch hier ausgeben können am Epic Event. Und ja, wir haben auf jeden Fall einiges zu machen. Wir haben hier ein paar gewöhnliche Items, wir haben hier ein paar alte Items dabei, die wir hier ausrüsten können bzw. umequippen, und wir haben unsere Begleiter kürzlich freigeschaltet, die auch alle natürlich equipped werden wollen. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt rein. Ich gucke mal nochmal ganz kurz, ob hier noch irgendwie ein Level-Up möglich ist, aber ich glaube, wir haben hier alles fast bis zum Maximum gebracht. Jetzt brauchen wir wirklich dringend neues Equipment, um hier weitermachen zu können. Ansonsten wird es halt echt schwierig, hier noch voranzukommen. Unsere Waffe ist relativ gut, ist halt aber auch eben nur eine gewöhnliche Waffe, mit aber fast der besten Spanne, die wir momentan für unser Level finden können. Beziehungsweise ist sie vielleicht 1, 2 Level alt oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall die Spanne ist der Burner. Ja, und das ist aber auch so das Einzige. Wie gesagt, Stackpoint-technisch brauchen wir definitiv ein paar andere Waffen. Plus, ich muss mal gucken, feste Festung haben wir auch, das ist sehr gut. Denn dann können wir auch aus der Mine noch gleich ein paar neue Edelsteine skippen. Was für uns, denke ich mal, auch essentiell wichtig ist. Ja, sowas ist natürlich ein guter Anfang, aber geht natürlich auch noch besser, ne? 3 Stats-Items sind natürlich wie immer gewünscht. Und da haben wir auch schon das erste. Ich denke mal, das können wir auch schon direkt mitnehmen. Okay. Die frühere Glückswaffe, ja. Die Neuen unter euch, die neuen Shakes and Fidget sind, die werden die Waffen wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, aber es gab früher mal Waffen, die hatten als Attribut nur Glück gehabt. Und diese Axt war eine davon. Da hast du dich richtig gefreut, wenn du die gezogen hast, ja. Also da gab es nicht nur 3 Stat- und All-Stat-Items, sondern auch only Glückwaffen. Wilde Zeit auf jeden Fall. Wir gucken mal und wir haben hier eine okaye Spanne, sag ich mal. Wir nehmen die auf jeden Fall mit, denn im Worst Case brauchen wir die Waffen auch definitiv für unsere Begleiter. Deswegen ist das
auf jeden Fall schon mal ein guter Griff, den wir hier gemacht haben. Und zwar nicht ins Klo. Oha, und zwar direkt auch die nächste Waffe. Ja, falls die besser sein sollte, gucken wir mal. Ansonsten Begleiter, Begleiter, Begleiter. Ja, und die ist nochmal besser von der Spanne her. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ganz klare Sache. Ja, klar wie Kloßbrühe. So, ansonsten, ja, würde ich euch empfehlen, die Begleiter erstmal so weit zu equippen, dass die erstmal das Wichtigste haben. Also, schon wieder eine Waffe, aber die ist Allstat und die Handschuhe glaube ich auch. Ja. Ja, guck mal die Handschuhe an, Alter. Also da brauchen wir definitiv neu. Boah, hier Allstat, aber, beziehungsweise ist Allstat, aber Spanne ist ganz geil, Digga. Wieder hier verhaspelt hier. Die nehmen wir auch mit, weil die Spanne gut ist. Alle Attribute, das geben wir dann vielleicht unserem Begleiter. Das können wir vielleicht direkt auch schon, ja, ich glaube, das geben wir mal hier direkt hier dem Bertram. So, die anderen müssen wir mal gucken, dass wir, warte mal, Steingewinnung, lohnt sich das überhaupt? Ja, für die Begleiter lohnt sich das, denke ich mal, noch. So, ansonsten überlege ich halt direkt neue Steine mir zu holen, aber das machen wir dann für unseren Hauptcharakter. Und schon wieder eine Waffe. Ist das denn das Epic-Event der Waffen hier, oder was? Ja, gut. 3 Stats, na klar, aber Spanne leider nicht so gut. Ich würde sagen, wir fangen mal an, wir gucken mal, was wir hier so rauskriegen. Also ich würde erstmal behaupten, diese werden wir mal erstmal umwandeln, weil die ist ja sowieso besser, in die Toilette mit dir. Und da haben wir eine Magierwaffe, okay. Die geben wir schon mal direkt Markwart, das ist schon mal ganz gut. So, jetzt müssen wir mal schauen. Die Waffe würde ich erstmal noch für mich behalten wollen. Wir kaufen die mal auch. Das wird teuer. Guck mal auch das Gold. Wie viel Gold einfach. Wie viel Gold. Und wenn wir jetzt einen Bogen rauskriegen, bin ich schon mehr als happy. Mana-Trank voll. Der Klassiker, der Klassiker. So, jetzt. Wenn wir jetzt hier die Waffe auf einen Bogen ummünzen. Oh mein Gott. Digga, das läuft ja hier mehr als perfekt gerade. Das ist ja WTF. Okay, okay, okay. Ja, EU11 vielleicht doch noch Potenzial da. Dass es vielleicht doch noch ein guter Server wird hier für mich persönlich, ja. Schauen wir mal. Okay, jetzt müssen wir aber noch ein paar andere Sachen finden hier, abseits von den Waffen. Das ist ja krass. Ansonsten sind immer die Waffen die Epics, die am wenigsten kommen. Aber ich sag euch schon so, wie es... Nee. Alter, krieg ich ja einen Schlaganfall hier, wenn ich... Alter, das ist die beste Waffe, die ich jemals gesehen habe, Alter. Holy shit. Okay, okay. Und vom Preis her geht das sogar auch noch fit. 308 im Durchschnitt haben wir hier. 308 mal 1,5 interessiert mich immer. 462 können wir finden. Okay, ja, nehmen wir natürlich nochmal mit. Also ich glaube, viel besser wird es dann auch nicht mehr hier am Ende des Tages. Ja, unsere Begleiter haben alle Waffen. Wir können sogar überlegen, ihn hier, obwohl... Ne, wir lassen das mal. Wir lassen das mal so, wie es ist. Die... Ja, brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Zerlegen wir mal. Wir kriegen noch ein Achievement, sehr schön. Ja, nice. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier großartig weitermachen, skippen wir mal Edelstein. Jetzt wäre natürlich sehr wünschenswert, dass wir hier einen Stärkestein kriegen. Wir gucken mal. Erstmal den nehmen wir hier raus. So, dann haben wir hier einen Intelligenzstein und hier... Okay, müssen wir mal noch zusehen, was wir noch mit anfangen hier. Ich habe das Gefühl, dass wir schon deutlich bessere Sachen finden können oder bessere Steine finden können. Deswegen will ich mal gucken, ob ich hier noch... Ja, sehr schön. Stärkestein, 167. Packen wir hier rein. So, dann den Stein bewahre ich mir erstmal noch auf. Und, okay, ein weiteres Item haben wir jetzt erstmal noch nicht. Beziehungsweise das könnte man nochmal gucken, aber könnte auch sein, dass das bald wieder outdated ist. Ich will zumindest noch irgendwie einen anderen Slot noch irgendwie haben. Handschuhe oder so, irgendwie 3 Stat. Und dann würde ich mal, das ist auch alle Attribute, dann würde ich glaube ich mal ganz gerne erstmal in den Dungeon reinschauen. Wir können natürlich die ganzen Sachen hier auch schon mitnehmen und equippen. Ich meine, für die Begleiter, die müssen jetzt nicht unbedingt alle hier
Ja, komm, machen wir mal. Die müssen jetzt nicht unbedingt alle hier 3 Stat haben. Ich bin schon froh, wenn ich hier nur 3 Stat-Items finde. Sowas ist natürlich ganz cool, aber die Rüstung, da müssen wir natürlich auch ein bisschen drauf achten, dass die Rüstung auch einigermaßen passt. Deswegen nehmen wir das mal hier für einen Begleiter. Da packen wir mal den Stein raus, weil für ihn reicht's aus. So, das wird heute eine krasse Umequip-Folge. Weniger so Dungeon-Geböllere, sondern mehr so dieses Umequippen. Aber ist vielleicht ja auch mal ganz interessant zum Zuschauen. Vielleicht schaffen wir es noch am Ende der Folge, noch hier ein bisschen Tamtam zu machen in den Dungeons. Ansonsten gucken wir mal so zwischendurch, dass wir mal immer... Es ist auch wichtig, dass ihr euch nicht komplett umequippt. Ja, okay. Nur All-Stat-Items hier, ne? Ist natürlich schade. Sondern dass ihr auch zwischendurch mal so ein bisschen schaut, boah, nee, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Dungeon noch legt. Ich muss mal gucken, ich muss mal schauen. Goldtechnisch, oh Gott, ich habe ja auch meine Alu schon gespielt. Eieieiei, ich habe gar nicht mehr so viel Gold hier auf der hohen Kante liegen. Da müssen wir mal schauen, wie wir hier vorankommen. Wir schauen mal in der Schattenwelt, ob es schon irgendwie reicht. Nee, also hier geht noch gar nichts jetzt, alleine durch die Begleiter. Die haben erstmal schon das Wichtigste, die Waffen, ja. Aber ein paar andere Stats brauchen die schon auch noch. Beziehungsweise können wir mal gucken, dass wir den hier ein paar Edelsteine irgendwie... Rucksack voll. Gezaubert kriegen. So, der kriegt erstmal noch hier einen Stein rein. So, dann Kunigunde hat noch kein weiteres Item. Das schmeißen wir mal in die Toilette. Okay, kriegen hier Stärke raus. So, dann machen wir mal zack, boom. Und hier machen wir mal eine Steingewinnung. So, den heben wir uns auf. Okay, wie sieht es denn aus in der Lichtwelt? Wir haben ja jetzt eine neue... First Try? First Try? Okay. Aber deswegen ist es so wichtig, zwischendurch immer mal so ein paar Tries zu machen. Ja, das war ziemlich lucky gewesen. Ich meine, wir haben zwar eine neue Waffe und so, aber ja, das war schon sehr, sehr lucky, auf jeden Fall. Wie gesagt, deswegen ist es so wichtig, mal so ein paar Tries zwischendurch zu machen, dass ihr euch nicht komplett umequipt, dann in die Dungeons reingeht und dann sind alle Epics schon wieder outdated, sondern zwischendurch mal zu gucken, was so geht. Vielleicht könnt ihr hier und da so ein Level-Up mitnehmen, könnt dann weiterblättern und dann kriegt ihr halt auch gleichermaßen wieder ja, bessere Items für euch, eure Begleiter und so weiter und so fort. Ne? Ja, jetzt müssen wir mal schauen, von dem kriegen wir noch automatischen Epic, das wäre natürlich auch ganz cool, aber das reicht hier momentan gerade noch nicht so aus. Deswegen würde ich mal sagen, schauen wir erstmal noch ein bisschen im Waffenladen. Also einen Gürtel haben wir jetzt schon zweimal gesehen hier, ja. Aber die Rüstung hat immer komplett reingekracht, das wollen wir natürlich auch nicht haben, sowas. Sondern das sollte schon ein gutes Mittelmaß sein. Oh, ach Mann. Ja, jetzt verzichten wir auf 200 Rüstung, aber ich sehe hier heute kein Land mehr bei den Gürteln irgendwie. Also, dann ist es so, dann soll es so sein. Okay, nächster Stärkestein, sehr schön. So, vielleicht kriegen wir noch ein paar andere Items irgendwo, wo wir ein paar Rüstungspunkte mehr irgendwie dadurch kriegen, dass wir das irgendwie einigermaßen wieder ausgeglichen bekommen. So, jetzt würde ich noch ganz gern einen Ring haben, denn ihr seht, der ist bei mir noch nicht episch und da haben wir auch schon einen epischen Ring. Ausgezeichnet. Den verkaufen wir mal. Da haben wir jetzt auch uns episch ausgerüstet, kriegen direkt auch einen neuen Ausdauerstein, was natürlich auch sehr gut ist. Den gewinnen wir mal hier draus, weil es halt eben für Begleiter ein paar Items für Kunigunde wären ganz nice. Wir machen wieder so ein bisschen auch unser eigenes Epic-Event und zwar, ja, nice. Jetzt ist er auf einmal First Try. Vorher ging er gar nicht, jetzt haben wir einen neuen Ring, jetzt ist er First Try. Den gucken wir uns auch nochmal kurz an. Dadurch, dass ihr halt nachher auch, wenn ihr eure Begleiter ein bisschen equipped habt, hier und da so ein bisschen in den Märchenturm reingeht. Oha, sogar wieder eine neue Waffe. Oh. Die Spanne. Die Spanne ist ja...
Oh mein Gott. Die Spanne ist krass. Wenn ich jetzt so viel Geschick. Das ist zu viel Geschick hier. Wir verkaufen mal 2. Ja, also die muss auf jeden Fall hier der Bertram haben. So. Und ich würde ganz gerne einen neuen Stärkestein hier in die Waffe reintun. Kommt natürlich jetzt drauf an. Ist natürlich immer so eine Sache mit den Steinen hier, ne? Ja, Ausdauer nicht. Ausdauer ist auch gut, aber jetzt momentan wollen wir das jetzt gerade nicht so haben. So, die Geschicksteine. Okay, nice. Heben wir uns trotzdem noch auf für unsere Begleiter natürlich. Zack. So, und jetzt gucken wir mal, ob jetzt hier auch noch ein bisschen was geht. Also die Spanne ist ja nochmal besser. Also heute läuft es wirklich mit den Waffen, ne? Ich habe halt wirklich die Befürchtung, dass es bei vielen anderen Items dadurch automatisch schlechter laufen wird. Aber das wollen wir natürlich hier nicht heraufbeschwören, ne? So, jetzt mittlerweile schon 154, 156, es geht voran. Die heiße Phase ist eingeläutet. Mal gucken, wie weit wir sie noch reiten können, bevor wir hier uns komplett nochmal umequippen. Denn wir haben ja jetzt wirklich nur die Waffe und Gürtel, Ring und Helm. Ja, es fehlen da noch essentielle Items. 158, sehr schön, das läuft. Und jetzt viele Items natürlich nochmal durch diesen Dungeon Push nochmal richtig krass outdated. Was natürlich nochmal ganz nice ist, denn dadurch können wir noch mehr Stat-Punkte am Ende des Tages mitnehmen. So, die bärtige Lady, liegt die jetzt hier auch noch? Mal gucken. Ansonsten sieht es jetzt bestimmt gar nicht so verkehrt im Wirbelwind aus. Gehen wir da mal rein, machen da mal ein paar Etagen. Da kriegen wir dann noch ein bisschen Gold, was wir momentan gerade noch benötigen. Warte mal, wir gucken mal, dass wir hier irgendwie noch den hier noch eingebaut kriegen. So, das ist zwar ein sehr guter Ausdauerstein, aber ja, wir finden ja definitiv noch mehr, denke ich mal. Wir haben ja jetzt auch Festungsevent, dadurch kriegen wir ja nur große Steine und das ist natürlich ganz nice. Ja. Ey, es ist wirklich so, ne? Irgendjemand hatte mir das in die Kommentare geschrieben beim letzten Mal, wo wir hier so ein bisschen durch den Wirbelwind durchrasiert sind. Die haben die Epics hier rausgenommen, ne? Kann das wirklich sein? Stand das... Oh, eine Stärkekette, das passt ja zufällig. Stand das in irgendeinem Update drin, dass die aus dem Wirbelwind die Epics rausgenommen haben? Weil ich habe ja jetzt schon hier einige Etagen gemacht und vom letzten Mal, ja, habe ich ja jetzt auch noch nicht weitergemacht in der Zwischenzeit. Also es liegen keine Etagen dazwischen. Es kommen keine Epics mehr hier. Wo stand das denn? In welchem Update stand das denn, dass die aus dem Wirbelwind die Epics rausgenommen haben? Also, ja, ich wollte es erst nicht glauben, als ich das in den Kommentaren gelesen hatte, ne? Aber es scheint tatsächlich hier wirklich so zu sein, dass es keine Epics mehr im Wirbelwind gibt. Was eigentlich immer nochmal eine richtig gute Quelle gewesen ist, um sich und seine Begleiter auch nochmal zusätzlich zu equippen. Ja, aber das gefällt mir so gar nicht. Also das ist natürlich wieder mal ein ordentlicher Rückschritt hier, der mir ja jetzt nicht so obliegt tatsächlich. Ja, weil es scheint ja wirklich so zu sein. So, naja, nicht so schön auf jeden Fall. Wir gucken mal, Schattenwelt. Geht da schon ein bisschen was? Wir haben bisher, man merke, wir haben bisher nur den Bertram equipped und das auch nur zur Hälfte. Und wir sehen hier, so langsam geht's in eine gute Richtung mit dem Gespenst. In der Schattenwelt können wir uns halt sehr viele Epics für unsere Begleiter gönnen. Dann brauchen wir die uns nicht hier aus dem Zauberladen oder Waffenladen irgendwie ziehen. So, und jetzt gucken wir mal erstmal, bevor wir hier weitermachen, nach dem einen oder anderen neuen Item. Können dann halt auch da gleich die schöne Stärke-Steine oder neue Ausdauersteine reinsetzen, je nachdem. Ich nehme auch hier ein paar Sanduhren mit, denn davon habe ich momentan echt nicht viele. Plus 42, das gönnen wir uns. So, und ein schöner Stein muss auch da rein. Komm, sehr schön, das läuft. Zack, zack, zack. Und den müssen wir mal gucken. In die Toilette und wir bekommen Intelligenz. Ja, sehr schön. Dann fängt es jetzt auch so langsam an. Oh, warte mal, aber Stärke brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. Packen wir da mal Glück rein. So, dann gehen wir... was machen wir als nächstes? Wir brauchen noch
Ja, den Ring haben wir, das haben wir. Das bräuchten wir noch, aber viel mehr bräuchten wir eigentlich Schuhe und Handschuhe. Das ist eigentlich das, was wir jetzt noch richtig krass brauchen. Wenn wir das jetzt irgendwie noch hinkriegen, dann sehe ich hier ganz gut. Oh mein Gott. Alter, die Stats und die Rüstung. Boah. Alter, das scheppert ordentlich rein. Krass, Alter, krass. Ja, einen Ausdauerstein können wir zwischendurch auch definitiv mal sehr gerne mitnehmen. So, und hier gucken wir mal. Da kriegen wir zumindest hier ein kleines Item für einen Marquardt, ist jetzt nicht groß. Aber das war ein sehr gutes Upgrade für uns jetzt persönlich. Das freut mich natürlich sehr. Der Gürtel, Alter. Der Gürtel verfolgt mich heute hier irgendwie. Ja, jetzt noch schöne Handschuhe und dann bin ich schon wirklich echt extrem zufrieden. Wir haben natürlich dann noch Rüstung, können wir noch. Wir kriegen ja jetzt knapp 200er Items hier. Ich gucke mal nochmal ganz kurz in die Lichtwelt rein, wie es hier jetzt aussieht. Weil hier haben wir ja mal das Potenzial, auch direkt 2 Level-Ups uns zu sichern. Das ist noch nicht so das Gelbe vom Ei. Wir haben aber auf jeden Fall wieder ein bisschen Gold. Und könnten theoretisch gucken, dass wir das unserem Begleiter geben. Ich will nicht zu viel meinen Begleitern geben, weil, wie gesagt, die equippen sich nachher ganz von alleine durch die Schattenwelt. Und, oh, da haben wir sogar die Handschuhe. Boah, auch schöne Rüstung. Nice. Jetzt noch ein Stärkestein oder so. Das wäre natürlich bombastisch. Boah, guckt euch das an. Das scheppert natürlich schon ordentlich hier. Was haben wir hier? 158. Ja, vielleicht Begleiter. Kunigunde. Sehr schön. So, da können wir auch gleich so einen Stein verwerten hier. So, und jetzt gucken wir nochmal für uns nach einem schönen Stein. Intelligenz können wir jetzt mitunter auch gebrauchen. Und ein bisschen Ausdauer schadet auch nicht. Ist okay. Ist jetzt ungefähr 50-50, würde ich es mal so sagen. So, und hier können wir das so machen. Okay. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal kurz in die Dungeons rein. Das ist alt hier. Also das brauchen wir neu. Und den Rüstungspanzer brauchen wir neu. Also die 2 Items wäre jetzt noch cool, wenn wir das hinkriegen. Aber wir gucken jetzt erstmal hier nach dem Gespenst. Okay, und das sieht sehr, sehr gut aus schon mal. Und wenn wir das legen, das ist jetzt erstmal ein Magier. Wenn danach ein paar Gegner kommen, 161, sehr schön. So Krieger. Das ist dann wieder easy peasy. Und jetzt geht's halt los mit den Begleiter-Items hier. Und jetzt nimmt das Ganze hier auch wirklich so langsam Fahrt auf. Können wir die Steine gleich verwerten. So, hier haben wir gleich für den Marquardt noch ein besseres Item. Eine Kriegerwaffe. Ja, würde ich nicht nehmen, weil unsere Spanne immer noch mal deutlich besser ist. Ich bewahre mir das mal auf wegen den Glückssteinen, aber theoretisch eigentlich brauchen wir es glaube ich nicht. Okay, dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen weiterkommen in der Schattenwelt. Das war, glaube ich, schon wieder eine Waffe, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Netter Nebeneffekt, neben den ganzen neuen Items, die wir kriegen. Natürlich, ja, schon wieder eine Waffe. Natürlich auch schön XP nochmal so nebenbei. Ne? Schattenwelt, die Anfangsschattengegner bringen noch nicht allzu viel. Okay. Die ist zwar von den Stats her nicht so geil und All-Stat, aber die Spanne muss ich nehmen. Ist scheißegal. Dann wirklich scheißt auf die Stats, aber die Spanne in den Dungeons, das ist wirklich alles entscheidend. Sehr geil, sehr, sehr geil. Leider haben wir jetzt wieder einen Magier vor uns hier, was jetzt uns ein bisschen behindern könnte. Deswegen schauen wir mal, ob jetzt so langsam im Märchenturm was geht. Da sind die Gegner ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Aber hier dann auch nochmal eine sehr gute Einkommensquelle für Gold, falls ihr mal ein bisschen Gold benötigt irgendwie zwischendurch und jetzt, so wie ich zum Beispiel, eure komplette Alu schon gespielt haben solltet, dann ist das natürlich hier nochmal ganz gut. Okay. Dann schauen wir mal in der Lichtwelt nochmal ganz kurz rein. Wie sieht es eigentlich mit den Steinen aus? Also hier bräuchten wir nochmal definitiv einen neuen Stein. Und halt den Brustpanzer, das würde ich dann mit einmal equippen. Oder wir gucken jetzt erstmal hier nach dem Item. Okay, nochmal einen Ring. Nehmen wir vielleicht für unsere Begleiter mit. So, Intelligenz. Zack. Denn wir haben gesehen, ein bisschen gestruggelt haben wir ja jetzt in der
in der Schattenwelt und beim Märchenturm. Deswegen versuchen wir mal so ein paar Stat-Punkte hier mitzukriegen. Und ja, alles im Allen kann man auch die Begleiter natürlich steintechnisch gut upgraden. Das will ich nicht für mich haben, das nehmen wir mal für die Kunigunde. Und dann kann man da natürlich auch immer noch mal gut was rausziehen hier. Nee, das ist nicht unbedingt das, was ich möchte. So, und schön Anhänger jetzt noch hier. Und da dann noch einen schönen Stein rein. Und dann gucken wir mal, ob wir schon irgendwo ein bisschen weiterkommen hier. So, ein Stärkering. Das wäre für ihn jetzt noch ganz gut. Nehmen wir mal mit. Und jetzt können wir eigentlich schon die ganzen Steine, die wir jetzt finden und jetzt nicht extra für uns sind, können wir dann schon für unsere Begleiter dann nehmen. So, und da haben wir das schon mal am Start. Und geben das hier mal dem Bertram. So, jetzt gucken wir nach neuen Steinen. Stärke wäre angebracht. Und jeden Stein, den wir jetzt hier sehen, können wir auch schon gut verwerten. Deswegen ist alles okay jetzt gerade. Stärke wäre natürlich trotzdem super. Aber ja, schauen wir mal. Okay, also Intelligenzsteine kriegt der Marquardt natürlich. Zack, und jetzt sollte das uns auch den nötigen Boost geben, um auch wieder in der Schattenwelt vielleicht ein bisschen weiterzukommen. So, aber auch die Lichtwelt würde ich ganz gerne noch heute schaffen. Okay, da haben wir ein Upgrade. Jetzt fehlt halt hier, dass uns das Ding fehlt uns halt auch hier extrem gerade, ne? Okay, aber wir schauen mal. Wir haben jetzt auch wieder gut Geld ausgegeben, also haben jetzt wieder ein bisschen was investiert. Gucken mal zwischendurch bei ihm hier, weil wie gesagt, gibt 2 Level-Ups. Und da haben wir ihn auch. Sehr gut, die sahen ganz gut aus. Und jetzt haben wir einen Magier da vor uns. Und jetzt würde ich hier an der Stelle, glaube ich, erstmal in der Lichtwelt ein Päuschen machen. Ihr seht ja auch, wie so langsam die Pilze dahin schmelzen auf jeden Fall. Und man kann das Ganze natürlich auch immer noch, wenn man reinpilzt, immer noch ein bisschen effektiver spielen, immer noch ein bisschen ausgeklügelter, immer noch ein bisschen pilzsparender etc. pp. Ne? Aber ich denke mal, fürs Video ist es jetzt anschaulicher, wenn wir das jetzt im Speedrun jetzt so einigermaßen hinkriegen würden. Ja, auch in der Schattenwelt sehen wir jetzt hier gerade einen Magier, der uns ein bisschen blockiert. Haben wir eigentlich schon eine Hexen? Das hätte ich mal früher machen sollen. Eine Rolle am Start, hier haben wir noch nicht. Dann schauen wir mal, okay, Märchenturm, auch direkt wieder ein Magier. Alter, so viele Waffen, ne? Das ist crazy. Das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, dass wir so zugeschissen werden mit Waffen hier. Aber es ist eine gute Waffe, tatsächlich. Deswegen equippen wir die mal um. So, bei den Begleitern zählt der Stein in der Waffe ja nicht doppelt. Ja, dann schauen wir mal, ob hier noch ein bisschen mehr Potenzial ist. Halt auch wieder ein Magier, ne? Ich glaube, so langsam würde ich auch für meinen Main eine neue Waffe fühlen, tatsächlich. Wir können noch mal ein bisschen, bevor wir die ganzen Pilze ausgeben, für Dungeon Tries. Dungeon Tries können wir auch immer noch mal so zwischendurch machen, aber was wir nicht zwischendurch machen können, sind halt eben Epics blättern. Klar kann man auch außerhalb vom Epic-Event, aber die Chance ist da wirklich echt extrem niedrig. Deswegen investiere ich jetzt mal das, was wir jetzt noch übrig haben hier am Wochenende. Boah, Gott, diese Waffen überall, das ist... Aber ich lasse die jetzt liegen hier, ich brauche es jetzt nicht mehr. Es sei denn, es kommt nochmal eine richtig fette Spanne nochmal irgendwie. Nochmal viel besser. Dann nehme ich die mit, aber ansonsten... Ja, sind wir jetzt auf der Suche erstmal noch nach einem Brustpanzer und dann kann man die Tage danach immer nochmal so in die Dungeons reinschauen, ne? Und eventuell noch das ein oder andere Item mitnehmen. Und ja, wir könnten noch ein bisschen im Wirbelwind jetzt anrichten, denke ich mal. Oh, Brustpanzer. Alle Attribute leider. Es ist echt ärgerlich, muss ich sagen, dass wir jetzt hier keine Epics mehr so zwischendurch kriegen, weil ja, da hast du echt nochmal die Begleiter hier gut equippen können. Nochmal auf deiner Reise nach oben. Ja, keine Ahnung. Also das habe ich auch überhaupt null mitgekriegt irgendwo, dass das mal so stand, dass hier die Epics aus dem Wirbelwind, weil sonst hast du wirklich alle, ich weiß ja nicht, so alle 10 Etagen oder so. Ich hab's jetzt nicht genau auf dem Schirm, habe jetzt auch nicht mitgezählt. Hast du da immer so ein schönes Epic dir mit snacken können, auf jeden Fall. Ja, schade, dass es nicht mehr geht. So, letzten Pilze werden ausgegeben auf der Suche nach einem Brustpanzer. Ja, sehr schön. Okay, und dann nochmal...
Okay, ja, damit bin ich auch fein. Ja, das ist okay. So, und hier können wir nochmal gucken. Ja, vielleicht haben wir Glück und kriegen eine... Kundschafter. Nee, schade. Dachte, wir kriegen für Markfarm noch ein Item. Ja, nice. Okay, wir haben hier ein 200er-Item. Wie gesagt, wir können jetzt alles nochmal extrem optimieren, aber wir sind jetzt schon gut equipped, sag ich mal. Also wir selbst haben jetzt uns fast ans Maximum gebracht. 200er können wir gerade kriegen. Ihr seht ja, sind fast alle nah dran an den 200er-Bereichen. Ja, jetzt heißt es im Prinzip irgendwie, ja, was wir machen können in der Schattenwelt. Warte mal. In der Schattenwelt können wir halt jetzt hier schon den nächsten Key finden tatsächlich. Ja, und dann können wir mal schauen, ob wir hier irgendwie mal gucken, weil wir halt eben bei dem haben wir Magier vor uns. Heißt nicht automatisch, dass wir jetzt hier direkt weiterkommen, weil die natürlich deutlich schwieriger sind nochmal als die in der Lichtwelt. Aber die Chance ist halt eben auch da, dass unser Berserker hier eine gute Combo raushaut, aber sieht momentan noch nicht so danach aus. Ja, deswegen würde ich sagen, sind wir hier erstmal durch. Märchenturm steht auch gerade ein Magier vor uns hier, vor der Tür und lässt uns jetzt auch ungerne weiter gerade. Deswegen Schattenwelt, Märchenturm erstmal soweit fertig. Wirbelwind würde wahrscheinlich noch ein bisschen was liegen, würde ich jetzt aber nicht unbedingt mehr Pilze gerade rein investieren. Und in der Lichtwelt haben wir auch einen Magier, der uns halt wieder auch nochmal 2 Level bescheren könnte. Und sogar einen Epic, aber ja, ist halt eben Magier, ne? Deswegen würde ich sagen, okay, sparen wir uns erstmal die Pilze auf. Wir haben ein paar Level gemacht, auf jeden Fall. Und ja, das war so ein kleines Epic-Event am Wochenende. Vielleicht hat es euch gefallen, vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Falls ja, lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Oder ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch immer sehr freuen. Supportet den Kanal auf jeden Fall und ist nur ein kleiner Klick. Deswegen danke auf jeden Fall für jeden, der das immer regelmäßig macht. Ansonsten war es das soweit. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Ja, wir hören uns. Und ja, bleibt gesund und munter. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.